vor, du hast das perfekte Modell, den perfekten Plan und alles geht schief. Es begann alles damit, dass wir das Shooting 3-mal verschieben mussten, weil immer irgendwas dazwischen kam. Ich kam mir schon vor wie bei den Königskindern. Und dann, als wir endlich starteten, schien alles gegen uns zu arbeiten. Aber lasst uns doch am Anfang beginnen. Trefft Nico, ein herausragendes Modell mit besonderer Ausstrahlung. Als wir endlich zusammenfanden, war ich davon überzeugt, dieses Shooting wird easy peasy. Bei einem so tollen Modell, was soll denn da schon schief laufen? Tja, hätte ich das mal lieber nicht gedacht. Gleich beim ersten Setup passierte das Unfassbare. Ich hatte die Kamera aktiviert und merkte leider aber erst am Ende, dass sie gar keine Aufnahmen machte. Ein echter Albtraum, oder? Und das sollte nicht der letzte bleiben. Aber wir hatten Glück im Unglück. Mein Handy hat parallel vertikale Videos aufgenommen, sodass wir doch noch BTS-Material haben. Später im Video erzähle ich euch vom zweiten Albtraum, denn ein Unglück kommt selten allein, wie wir alle wissen. Das erste Setup. Das erste Setup bestand aus einem Beauty-Tisch mit Wabe von frontal und einer Stripbox von hinten, die Nikos Konturen vom Hintergrund absetzen sollte. Der Beauty-Tisch bietet einen tollen, harten Look mit tiefen Schatten. Deshalb ist aber auch das zweite Licht hilfreich, um Nico etwas vom Hintergrund zu separieren. Seht euch dieses Bild an. Das ist nur mit dem zweiten Licht entstanden. Manchmal sind es eben die Details, die den Unterschied machen. Und schon kommen wir zum ersten Bonustipp. Detailaufnahmen sind immer eine tolle Ergänzung in einem Porträtshooting. Ich persönlich liebe ja die Hände, denn ich finde, so wie die Augen verraten die super viel über den Menschen. Schmuck oder Accessoires bieten sich auch immer hervorragend an. Das zweite Setup war klassisches Rembrandtlicht. Dafür habe ich den Beauty-Tisch gegen einen 1 Meter Reflexschirm mit Diffusortuch gewechselt. Rembrandtlicht ist immer ein guter Start, speziell für Anfänger, da es ein einfaches Lichtsetup ist, was immer gute Ergebnisse erzielt, wenn man die Softbox richtig positioniert. Dafür muss sie immer 45 Grad seitlich und von oben auf das Modell scheinen. Und nun wollten wir etwas mehr Drama ins Spiel bringen. Und dafür gibt es nichts Besseres als das Split-Lighting. Der Reflexschirm wurde 90 Grad seitlich positioniert, sodass eine Seite von Nikos Gesicht im Schatten lag. Für einen weicheren Look könnt ihr einen Reflektor auf der Gegenseite einsetzen. Aber wir wollten den vollen Effekt. Schaut euch die Ergebnisse an. I grew up with low self-esteem. Was me and my mama, just us in the trauma. Hands up if you know what I mean. I see you, I feel you. I want you to know that you're not alone. I know what it's like not to have a home. Like walking barefoot up a gravel road. The pain gon' make you unstoppable. Now audible. Feel like I live in the end. Doch wir waren noch lange nicht fertig. Auf geht's zum nächsten Setup. Das Overhead Lighting. Ein Look, der Mystery und etwas Unheimliches erzeugt, weil das Licht direkt von oben kommt und die Augen so oft im Schatten liegen. Man kann den Look abmildern und einen Reflektor von unten verwenden. Das Ergebnis ist sehr schön, aber wir entschieden uns gegen den Reflektor und für die Schatten. Und es hat sich gelohnt. Es geht mir persönlich immer um die Stimmung im Bild und nicht unbedingt um das schönste Foto. Das Unvorhersehbare. Und nun kommt mein persönliches Drama und der Albtraum vieler Fotografen. Der große Schock. Der Godox SK400 Mark II gab plötzlich den Geist auf und das mitten im Shooting. Natürlich hätten wir an diesem Punkt das Shooting beenden können. Tolle Ergebnisse hatten wir ja bereits. Aber ich dachte mir, das ist doch die ideale Möglichkeit, um zu beweisen, dass man auch mit nur einem günstigen Aufsteckblitz tolle Ergebnisse erzielen kann. Kurzerhand nutzten wir den V1 als Hauptlicht mit der Stripbox und drehten Nico minimal, um verschiedene Effekte zu erzielen. Yeah, some
say you gotta be something. Make payday like it was nothing. We all fall asleep in the coffin. Zombie-like, zombie-like. Look at us all stuck in the motion. Bang, bang, head full of distortion. There's no remedy cause you're a zombie-like, zombie-like me. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann habt ihr die wahre Essenz der Porträtfotografie erlebt. Leidenschaft, Kreativität und die Fähigkeit, mit Herausforderungen umzugehen. Danke, dass ihr dabei wart. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Setup euch persönlich am besten gefallen hat. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ich sag mal tschüss, bis nächste Woche.